Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in Ostfriesland unterwegs. Wir sind in Dornum an der Nordseeküste. Dornum, der zentrale Ort der Gemeinde Dornum, liegt etwa 20 Kilometer von der Stadt Norden entfernt. Dornum ist eine Gemeinde in der Marsch. Der Hauptort heißt Dornum, wir wollen aber auch zu den Orten Wester-Aquammersiel und Dornumersiel. In Dornum haben wir auf dem Parkplatz an der Kirche schräg gegenüber dem Rathaus geparkt. Manche kleine Städte, die kann man ja als schlafende Schönheit bezeichnen. Nun das Ortszentrum von Dornum, das ist so eine schlafende Schönheit. Knapp 5000 Einwohner hat Dornum. Wir sind hier im historischen Ortskern. Eigentlich befinden wir uns hier im alten Harlinger Land. Hier verlief die Grenze zu Ostfriesland. Der Marktplatz von Dornum. Hier wurde früher gehandelt, gekauft und verkauft. Vor 40 Jahren war das noch ein Parkplatz. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde dieses heutige Schmuckstück hier geschaffen. Kleine und große Bürgerhäuser. Das große da wurde 1720 gebaut. Was man da die ganze Zeit im Hintergrund hört, sind Krähen. In Dornum gibt es eine riesige Saatkrähenkolonie. Ich habe eine Zahl von 2021 gefunden. Da gab es hier über 1000 Brutpaare. Bisher scheinen aber alle Versuche gescheitert zu sein, die Kolonien umzusiedeln. In Dornum wurde 1865 Minna Schönberg geboren. Ihr Vater war Bauchredner und Zauberer, ihre Mutter eine singende Harfenistin, eine Artistenfamilie. 1879 wanderte die Familie nach Amerika aus. Minna, sie nannte sich jetzt Minni, heiratete später dort einen Künstler aus dem Elsass, Samuel Marx. Das Paar bekam mehrere Kinder. Ihre Söhne wurden später weltweit bekannt als die Marx Brothers. Groucho, Harpo, Chico, Zeppo, Marx. Ihre Mutter und deren Bruder, der ebenfalls in den USA Karriere im Showgeschäft gemacht hatte, hat die Truppe ins Showgeschäft gebracht. Minni wurde die Managerin ihrer Söhne. Ich habe gelesen, dass Groucho Marx einmal in Dornum gewesen ist, der Heimat seiner Mutter. Das Oma-Frese-Hus, die Heimatstube Dornum. In dem Haus hat eine Froline Frese gewohnt. Die hat hier ihre 6 Kinder großgezogen. Beliebt war die Frau in Dornum wohl wegen ihrer selbstgemachten Bonbons. 1962 ist sie gestorben. Man hat aus dem Haus ein Heimatmuseum gemacht. Man zeigt die Ausstellung Wohnen und Werken wie zu Großmutters Zeiten. Versuchen wir mal zum Fenster reinzugucken. Das Enno-Wilhelm-Hector-Haus. Der Mann wurde 1820 hier geboren und ist hier aufgewachsen. Er wurde später ein in Ostfriesland bekannter Schriftsteller. Der schrieb auch Gedichte und Theaterstücke. Und er schrieb die Ostfriesland-Hymne. In Ostfriesland ist es am besten. Ich blende hier mal den Text der ersten Strophe ein. Die Norderburg, Schloss Dornum, ein Wasserschloss, gebaut im 14. Jahrhundert. Im Mittelalter, da hatten in Dornum mehrere Häuptlingsgeschlechter ihre Burgen. 2 von 3 Burgen sind erhalten.
Das hier ist eine davon. Die wurde zwischenzeitlich zerstört, brannte auch mal ab, wurde aber immer wieder aufgebaut. Die Burg wechselte mehrmals den Besitzer. Irgendwann wurde sie staatlich und seit 1951 ist hier eine Realschule drin. Schick, in so einem Schloss zur Schule zu gehen. Nicht weit entfernt steht die zweite Burg. Das ist die ehemalige Beninga-Burg. Gebaut wurde aus 14. Jahrhundert. Hier war ebenfalls der Sitz einer Häuptlingsfamilie. Zuletzt war hier ein Hotel drin. Das scheint aber geschlossen zu sein. Unser Rundweg, der endet an der St. Bartholomäuskirche. 1270 wurde die Kirche gebaut. Wir fahren weiter ins 5 Kilometer entfernt liegende Vester-Akum-Asyl. Der Ort gehört ebenfalls zur Gemeinde Dornum und bildet mit dem benachbarten Ort Dornum-Asyl eine Dorfgemeinschaft. Zwischen den beiden Orten verläuft das Dornumer Tief. Das war die Grenze zwischen Harlinger Land und Ostfriesland. 1653 wurden nebeneinander das Dornumer und das Vester-Akum-Asyl angelegt. Das eine lag in Ostfriesland, das andere im Harlinger Land. Jeder Landesherr wollte eben sein eigenes Siel haben. Und da das Vester-Akum-Asyl heute nicht mehr existiert, hat man es in Vester-Akum hier als Modell nachgebaut. Ein Siel ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Tunnel durch den Deich. Er lässt bei Ebbe das Wasser von Festland ablaufen und bei Flut hält er das Meerwasser draußen. Das geschieht durch ein Tor im Tunnel. Das ist das Tor im Siel, aber es ist nur ein Modell. 2 Löcher im Deich können den Deich schwächen. Zu der Erkenntnis kam man nach der Hamburger Flut 1962. Sicherheitshalber entschied man, zukünftig soll es nur noch ein Siel geben. Das Dornumer Siel blieb, das Vester-Akumer wurde abgerissen. Hier gab es damals florierende Häfen. Der Vester-Akumer Hafen existiert auch nicht mehr. Die Hafenbecken, die lagen hier an dieser Stelle. Hier lagen damals die großen Segelschiffe. Tja, und nach 1962 wurden der Vester-Akumer Hafen, das Siel und das Vester-Akumer Tief geopfert. Die sind weg. In den folgenden Jahren wurde die Deichlinie vorverlegt und ein neues Schopfwerk wurde gebaut. In dem so entstandenen Hafen vor dem Pumpwerk sind jetzt die Dornumer Sieler Fischerflotte und der Yachthafen. Das hier am Hafen, das ist übrigens ein ehemaliger Rettungsschuppen, gebaut 1907. Zurück zum alten Hafen. Hier steht das Zwei-Siele-Museum. Darin wird einmal erklärt, warum es hier 2 Siele gibt. Das Haus, das war früher Kapitänshaus. Hier hat also tatsächlich ein Kapitän gewohnt. Das Haus stand früher übrigens auf dem Deich. Der war nämlich mal hier. Das Haus wurde um 1700 gebaut. Hier gibt es auch Erinnerungsstücke von Kapitänen, Gemälde und eine eingerichtete Kapitänswohnung. Sehr lohnenswert, nett. Wir fahren zum Hafen von Dornumer Siel. Die wenigen Kutter der Fischerflotte liegen hier. Boote für den Yachthafen werden hier transportiert. Ein Restaurant, Strand, ein Küstenseebad. So, das war's aus Dornum, Vester-Akum-Asyl und dem Hafen von Dornumer Siel. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss.